Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Für viele von euch gab es gestern bereits das Kalender-Level-Up, die seit Anfang an den Kalender verfolgen und keinen einzigen Tag ausgelassen haben. So wie ich war es gestern soweit. Im Gildenchat von ganz vielen Gilden sieht man auch, gut, jetzt hier vielleicht nicht mehr so, dass diese auch immer wieder sehr stark an diesem Tag gespammt werden. Und ja, für mich war es auch soweit. Eine neue Woche startet, damit auch neue Alu, neue Quests, die wir uns gleich mal anschauen werden. Und eventuell schaffen wir es auch sogar heute noch auf Stufe 680. Das ist auf jeden Fall mein großes Ziel jetzt für die Folge. Und das werden wir jetzt auch mal gleich angreifen, denn dann haben wir wieder weitere 10 Level geschafft, was auf diesem, ja, sag ich mal, Level-Fortschritt schon echt immer was Besonderes ist, immer mal wieder 10 Level zu generieren. Und dann fehlen uns auch nur noch 20 bis Stufe 700 und der großen Umequippung, die dann stattfinden wird, auf die ich mich wirklich schon sehr, sehr doll freue. Aber erstmal würde ich sagen, wir verskillen mal erstmal noch unser ganzes Gold, damit wir auch sehen, wie viel wir durch die Expedition immer bekommen. Das finde ich auf wirklich jeden neuen Tag finde ich es immer wieder interessant zu sehen, ob wir uns gut schlagen oder schlecht schlagen. Overall, jetzt am Gold-Event-Wochenende war es eher unterdurchschnittlich, würde ich mal sagen, was so das Gold anging. Also ich hatte immer, weiß ich nicht, so 2,6, maximal 2,7 ist auf jeden Fall nicht die allerbeste Leistung, sag ich mal, wenn man ja auch deutlich mehr natürlich bekommen kann, ne? Und deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen besser aussieht. Wir haben zumindest schon mal eine Truhe, das ist schon mal sehr gut. Wir haben schon mal das maximale Outcome hier schon an Gold generieren können. 2 Schlüssel, 2 Kisten, das läuft schon mal sehr gut. Quest erfüllt, haben wir 2 Sterne im Verhältnis bekommen, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber für uns jetzt hauptsächlich eigentlich eher interessant, dass wir auf Stufe 680 gelangen. Aber ich denke mal, das sollte klappen. Uns fehlt ja jetzt nicht mehr allzu viel XP. Könnte eine knappe Kiste werden, aber wir haben auch jetzt erstmal wieder, also das ist so wirklich das, was man bekommen kann, wenn man die Expedition, ja, naja, was heißt gut gespielt, wenn man viel Glück hatte auf jeden Fall damit. Immer eine knappe Milliarde. Machen wir weiter. Das ist die nächste sehr gute Quest für, ja, fürs Goldfarm, weil hier habt ihr wirklich nur 2 Begegnungen für die Quest. Einmal der Brunnen, dann dieser vergiftete Brunnen. Und danach ist die Quest schon erledigt und es folgen keine weiteren Folgequests. Das heißt, die Chance ist sehr hoch, dass ihr auch eventuell eine Chance auf Schlüssel habt. Müssen natürlich nicht kommen, so wie hier zum Beispiel. Ja, hier muss man auch nicht unbedingt Glück haben, so wie man es jetzt hier gerade sieht. Das ist jetzt auch ein sehr gutes Beispiel. Kannst du nichts machen. Ja, dann nehmen wir zumindest noch die maximale XP mit, die wir mitnehmen können. Hier bringt uns der Schlüssel leider auch nichts mehr. Also hier schon wiederum nicht mehr ganz optimal gelaufen, hier der Run. Ja, und auch nur einen Stern mitgenommen. So, wie sieht's aus? Ja, das könnte tatsächlich eine knappe Kiste werden. Also wir wollen mal hoffen, neben dem Gold, was wir mitnehmen, dass wir hoffentlich auch einigermaßen noch XP grinden können. Ich guck mal, was ich hier für eine... Warte mal, das ist wirklich das Schlechteste, was ihr haben wollt, wenn ihr auf Gold spielt. Deswegen versuche ich jetzt mal einfach einen Trick. Wir gucken mal nach einer 2 Minuten 30 Quest. Die nehmen wir auch mal an hier. Ja, so, zack. Und dann switchen. Dann haben wir den Daily Pilz jetzt mitgenommen, erstmal auch wieder. Plus... Okay, die Quest hat sich jetzt hier nicht verändert. Ah, interessant, interessant. Okay, also die verändert sich jetzt nicht einfach nur dadurch, dass man 2 Minuten 30 Alu spielt. Da muss man wahrscheinlich dann über die Quest hinaus noch, denke ich mal, Alu spielen, bis man halt eben einen anderen Breakpoint an Quest erreicht hat. Also 75 oder 50 Alu irgendwie oder so. Ja, ach schon, komm, dann scheiß drauf. Ganz ehrlich, dann scheiß drauf. Dann gucken wir, dass wir vielleicht die XP hier zusammenkriegen. Ja, okay, Schlüssel lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Das ist ganz klar. Wenn der uns hier schon angeboten wird, nehmen wir den natürlich auch mit. Und die Truhe auch. Zack, haben wir das auf jeden Fall schon mal. Ja, und dann hoffen wir, dass wir zumindest hier
Ja, auf die 3 Sterne kommen wir. Sehr schön, wenigstens das. XP-Boni haben wir mitgenommen. Auch wieder nur eine Truhe, aber dafür 3 Sterne ist okay. Ja, und damit haben wir auch immer noch nicht das Level-Up erreicht. Uns fehlen noch 10 Millionen XP. Ihr seht schon, wie schwer es auf jeden Fall ist, an diese ja, XP zu kommen. Es ist alles andere als einfach. Ja, vor allen Dingen, weil man halt eben nicht mehr sehr viel XP bekommt. So, da hätten wir auf jeden Fall dann wirklich mehr auf XP spielen hätten müssen. Hätte Fahrradkette. Aber wir wollen ja auf Gold gehen, primär. Wir nehmen mal einfach das hier mit. So, im Verhältnis bringt es dann doch noch ein bisschen mehr an, ja, an Sternen, die wir brauchen. So, Quest, hier sieht es für mich jetzt so aus, als ob wir hier gar keinen Schlüssel mitnehmen. Aber wir haben zumindest hier unsere, ja, unsere 3 Sterne erreicht. Zack, zack, zack. Sehr schön. Boom. 1,2 Millionen. Das wird echt, das wird glaube ich nichts heute. Das ist echt, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir kommen jetzt vielleicht noch auf die nötigen XP-Punkte, die uns fehlen. Aber dass das doch so schwer wird, da hätte ich nicht mit gerechnet. Adventure Matic nehmen wir noch mit rein. So, da haben wir wieder ein bisschen XP grinden können. Wir sind auf 2,9 Milliarden Gold. Ja, dann schauen wir mal weiter, was wir noch so machen können. Wir können definitiv noch die... Oh ja, okay. Die carryen uns hier nochmal durch. Die täglichen Aufgaben hier. Also die bringen uns jetzt hier unsere 16 Millionen an XP. Und damit haben wir dann doch noch die ja, nötige Erfahrung aufbringen können, um hier heute noch Stufe 680 zu erreichen. Das ist natürlich sehr nice. Sieht man gerne. 20 Level noch. Oh Mann, ich bin echt gespannt, ob das was wird bis zum Jahresende im Legendary Dungeon. Ja, im Dezember zum Winter Legendary Dungeon soll es ja ungefähr hinkommen mit dem Level-Fortschritt, dass wir bis dahin Stufe 700 erreichen, um uns eben halt in diesem Legendary Dungeon neu zu equippen und dann hier halt eben auf Stufe 700 komplett neues Equipment sich zuzulegen. Ne, ihr seht schon, alleine die Waffen, die wir hier finden können, an Durchschnittsschaden, was da bei mehr rumkommt. Und das sind halt eben ganz gewöhnliche ja, Waffen hier. Ne? Und wir werden dann eine Legendary-Waffe finden. Mit hoffentlich ja auch einer Spanne, die ich mir dann auch gut vorstelle. Wir werden unsere Steine komplett neu bis dahin aus der Edelsteinmine ziehen und halt eben auch das komplette Equipment dann gleich auf 20 Verbesserungen auch hoch pushen, was uns dann einen enormen Boost auf die Total Stats geben sollte und wir dann ja wahrscheinlich dann ein bisschen besser dastehen als jetzt, denke ich mal. Ne? Aber ja, deswegen, da warte ich schon sehnsüchtig auf den Tag, bis es soweit ist. Wir machen jetzt erstmal hier weiter bei unseren Daily Quests, denen wir hier nachgehen müssen. Und definitiv müssen wir noch gleich mal schauen, was heute dran ist hier an der Weekly. Was haben wir denn hier? 40 Millionen Gold durch das Verkaufen im Läden verdienen. Okay, das haben wir fast zusammen. 20 Millionen Gold durch Kämpfe in der Ehrenhalle. Ja, das kriegen wir auch hin. 100 Millionen Gold bei der Stadtwache verdienen. Das haben wir jetzt auch fast fertig. Also das scheint relativ easy machbar zu sein. Das sollten wir vielleicht sogar heute noch hinkriegen. Holy shit, guckt euch mal das Gold an, was hier an Gold noch alles uns hier um die Ohren geschmissen wird. Das werden wir safe noch versuchen, hier in dem Video irgendwie hinzukriegen. So, auch ja, Gegenstände haben wir natürlich jetzt auch ein paar bekommen durch die Quest, die wir jetzt hier abgeschlossen haben, was uns natürlich auch nochmal enorm viel bringt, da die ja halt eben so einen hohen Wert haben. Hier haben wir jetzt leider nicht sehr viel Glück, sehr schade. Haben wir noch irgendwas bekommen hier? Nee, leider nichts mehr großartig, was wir hier im Shop verkaufen können. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas habe. Hier habe ich noch einen Edelstein rumliegen. Der müsste ja eigentlich auch dazu zählen, ne? Verkaufe ich einfach mal alles. So, zack, das hat auf jeden Fall schon mal gezählt. Und das dritte Bier, das holen wir uns durch Kämpfe, würde ich es mal sagen. Ja, wie sieht es hier aus? Hier brauchen wir noch, ja, Arena-Kämpfe müssen wir erstmal machen. Ich schaue mal, dass ich die Arena-Kämpfe so hinkriege. Okay, das tut weh. Das Gold. Ich festgehe erst mein Gold. Mann, schade. Ich wollte gucken, auf wie viel Gold wir insgesamt heute kommen. Aber da hätten wir vor den
der Expedition hätten wir die Arena-Kämpfe machen müssen, weil die Arena-Kämpfe wollt ihr natürlich hauptsächlich immer dann machen, wenn ihr kein Gold auf der hohen Kante liegen habt, weil sonst kann es so passieren wie in meinem Fall, dass wenn ihr verliert, eben 2 Millionen Gold euch abgezogen wird, ne? Und das wollt ihr natürlich nicht haben, deswegen immer versuchen, die Kämpfe zu machen, wenn ihr euer ganzes Gold verskillt habt. Wie gesagt, ich wollte jetzt mal gucken, auf was wir hier insgesamt an Gold heute kommen, durch die Expedition und die Quests und die Weekly und alles drum und dran, ne? Aber dann müssen wir halt eben so spielen, ist ja auch effektiver. Ja, wir gucken mal. So, wir haben jetzt hier auch 2,4 Milliarden, das wäre ein bisschen viel, 2,4 Millionen Gold hier durch ein paar Gegner bekommen, die halt eben auch, ja, so wie hier zum Beispiel ein bisschen Gold auf der hohen Kante liegen haben. Und das ist natürlich immer nicht so von Vorteil. Deswegen sollte man gucken, dass man, ja, das auf jeden Fall immer so gut wie möglich alles verskillt. Ich gucke jetzt gerade mal noch in der Ehrenhalle. Hier haben wir noch jemanden, der uns ein bisschen Gold gibt, gerade mal so. Da haben wir wieder einen Skillpunkt zusammen. Mal gucken, reicht das schon aus hier? Also hier haben wir auf jeden Fall erstmal unsere Quizkiste. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Gold, dass wir hier auch uns die zusätzliche Alu leisten können. Huch, nicht verlieren. Okay, gut. Ich hatte jetzt gerade das Gold aus der Daily noch nicht verskillt gehabt. So, machen wir weiter. Ja, da tut mir natürlich leid, Kollege, aber wir gucken mal, ob noch jemand anders hier gerade am Start ist. Ja, Sir Webster, der gehört auf jeden Fall auch. So, den Rest können wir, denke ich mal, hier durch die Goldgrube wieder, zack, wieder ein Skillpunkt mehr. Ne, Beutegold spielt eine große Rolle, aber gehe ich jetzt schon das ganze Jahr nicht mehr nach. Wir hatten letztes Mal im Stream nachgerechnet, wie viel mir jetzt schon flöten geht. Ich habe das ganze letzte Jahr fast täglich Beutegold versucht zu erfarmen. Das Jahr habe ich bisher es komplett sein lassen und mir sind da jetzt schon, ich glaube, was hatten wir ausgerechnet? Alleine jetzt von Anfang bis zum jetzigen Tag dieses Jahr, glaube ich, wie viel war das? Nee, ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube irgendwie, warte mal, was hatten wir gerechnet? Jetzt muss ich nochmal kurz den Taschenrechner rauskramen hier. Wir haben jetzt, sagen wir mal, fast den 5. Monat, ja. Wenn wir jetzt hier 5 mal 30 rechnen, dann haben wir hier 150 Tage, circa. Ja, und das pro Tag können wir 100 Millionen Gold durch die Beutegold-Taktik erwirtschaften, wenn wir maximal vorgehen. Also 150 mal 100 Millionen. So, sind wir bei 15 Milliarden Gold, die man alleine durch die Beutegold-Taktik erwirtschaften könnte, wenn man wirklich jeden Tag auf die 100 Millionen Gold gehen würde. Das ist verdammt viel und habe ich bisher jetzt das komplette Jahr auch auf der Strecke liegen lassen, weil mir halt einfach schlicht und weg die Zeit bzw. die Lust und Laune dazu fehlt, das aktiv nachzugehen, weil es ist natürlich auch irgendwo immer ein gewisser Zeitaufwand, den man hier mit einbringen muss. Man möchte natürlich immer so effizient wie möglich spielen, das ist natürlich klar. Und man lässt sich das auch ungern durch die Lappen gehen. Das ist natürlich auch klar, ne? Aber ich denke mir so, ich habe zum Beispiel das komplette letzte Jahr, was Statpunkte angeht, habe ich so extrem krass durchgezogen, dass ich jetzt mich ein bisschen zurücklehne. Auch wenn jetzt Leute wieder so ein bisschen auf mich aufholen werden vielleicht, was die Statpunkte angeht. Ne? Ich bin jetzt vielleicht nicht mehr so auf der Überholspur, wie ich es letztes Jahr gewesen bin. Letztes Jahr, für die Leute, die noch nicht mich so lange verfolgt haben oder verfolgen, letztes Jahr war ich, glaube ich, auf Platz 10 weltweit, also im Jahre 2023, die am meisten Basispunkte gefarmt haben, weltweit. Ja, und da war ich, da war ich wirklich extrem, Progress bestimmt, dass ich halt wirklich alles bis ins kleinste Detail mitnehmen möchte. Aber auch dieses Niveau die ganze Zeit zu fahren, das verlangt einen halt auch wirklich einiges an Mühseligkeit ab.
Und deswegen kann es gut sein, dass ich jetzt auf jeden Fall dieses Jahr eventuell nicht so gut abschneiden werde. Aber ja, alleine letztes Jahr, ne, da schon unter den Top 10 weltweit zu sein, von allen Charakteren, so, ne, auch von den Hardcore-Shroomern, ne, die extrem viel Geld auch in das Spiel reinbuttern, hat es mich selbst auf jeden Fall gewundert, dass ich so weit da oben stand. Aber wie gesagt, da hat auch einiges an Zeit dazugehört, um halt eben diese Leistung auch abrufen zu können, wenn wir jetzt nochmal in den Webshop reingehen. Klar, lasse ich mir natürlich ungern auch die Butter vom Brot nehmen, sage ich mal, ne, was das angeht. Wenn wir jetzt mal nach den Magiern hier sortieren und dann mal nach Haupt- und Ausdauer gehen, hier werden leider auch nicht die Basispunkte gezählt, sondern die Total Stats. Und meine Total Stats sind ja komplett im Ass, weil mein Equipment, glaube ich, jetzt schon 2-3 Jahre alt ist. Seitdem habe ich es nicht mehr gewechselt gefühlt und deswegen stehe ich da auch nicht so weit oben. Aber das wird sich definitiv Ende des Jahres auch ändern. Und ja, in Bezug darauf gesehen, guck mal, zum Beispiel, als ich hier das letzte Mal geguckt hatte am Wochenende oder so, da war ich, glaube ich, auf Platz 50 gewesen. Ich glaube, am Freitag war das. Jetzt bin ich auf Platz 54, weil die Leute, die schlafen natürlich auch nicht. Ne? Die lassen sich das nicht entgehen. Ich mache natürlich trotzdem meinen Progress, aber es wird immer Leute geben, die dann noch mehr machen und noch mehr und noch mehr. Eventuell kommt der Zeitpunkt bei mir auch wieder, wo ich sage, okay, ich nehme das auf jeden Fall mit. Aber ja, ich muss dazu sagen, hier liegt das alles noch relativ nah beieinander tatsächlich. Ne? Aber momentan, ja, ist es gerade nicht so der Fall. Ne? Mal hat man, also ich optimiere ja meinen Char wirklich schon so gut es geht, abgesehen von den Total Stats, ne? Das ist natürlich immer temporär. Ich spreche immer nur von den Basis-Stats, wenn es darum geht, meinen Char so gut wie möglich zu optimieren. Da versuche ich mir immer schon so gut es geht alles Mögliche rauszuholen. Ne? Manchmal fährt man dann halt eben nur ganz leichten Gang runter. Spielt natürlich immer noch trotzdem auf Top-Niveau, sage ich mal. Ne? Aber das ist halt eben so, dieses Beutegold und sowas, das erachte ich alles so als zusätzlich. Ne? Ja, und deswegen, zumindest jetzt momentan gerade, weil ja, das unterscheidet nämlich nochmal wirklich die extrem krassen Spieler von den durchschnittlichen Spielern. Und ja, letztes Jahr war ich halt nicht ohne Grund unter den Top 10 der meist gegainten Basis-Stat-Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, das war so. Und deswegen, ja, mal schauen. Wird es dieses Jahr bestimmt anders aussehen. Trotzdem natürlich versuche ich so gut es geht, hier mein Spielstil weiterhin treu zu bleiben. Ne? Ein paar Früchte haben wir auch immer noch auf Lager hier, die wir auch noch verwandeln können. Da bin ich halt einfach zu faul zu, muss ich tatsächlich sagen. Um diese ganzen Früchte hier immer regelmäßig hier reinzuziehen, ne? Und dann halt eben mein Gold hier daraus gewinnen zu können. Das ist natürlich auch immer noch eine kleine Anlage, sag ich mal. Ne? Aber das kann man sich auch ja jederzeit nehmen. Ne? Alles klar, das war es erstmal soweit dazu. Sehr viel heute wieder über mein Main gequatscht, aber wenn man da erstmal so in die Thematik reingeht, dann ja, kann man da definitiv auch einiges drüber erzählen. Huch, und da haben wir jetzt auch gerade kein Gold mehr für. Ja, so, deswegen nochmal ganz schnell hier auf schnelle Welle nochmal hier einen Pot holen. Bam. Und ja, so sieht es momentan gerade aus auf meinen Main. Stufe 680 ist erreicht. Sehr schön, freut mich sehr. Und ja, das soll es soweit erstmal von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.